Also gut, Zeit. Oh nein, Sango befindet sich gerade in einer Mission. Netz der Omniquität. So ein Mist aber auch. Dann müssen wir jetzt erstmal diese andere Mission machen. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber gut, dann müssen wir das eben jetzt schnell mal erledigen, um dann, er sagt, zur Hauptmission zurückzukehren. Bescheuert, bescheuert, bescheuert das Ganze jetzt. Aber gut. Wie lange kann das Zersack hier dauern? Eigentlich aber am besten, wenn er nicht zu lange. Waka Murasaki, ich hätte ihr wirklich nicht von ihm erzählen sollen. Was ist denn? Reisender, erinnerst du dich an das Netz der Ubiquität? Nachdem wir das letzte Ereignis geklärt hatten, habe ich meiner Freundin auch von dir erzählt. Ihr Name ist Waka Murasaki und sie ist eine, nun ja, sie sagt, sie ist eine Entwicklerin. Waka Murasaki schien inspiriert zu sein, als ich hörte, wie du dieses Netz benutztest. Sie drängt mich immer wieder, ihr zu helfen, neue Techniken zu finden, um ihre fortgesetzte Transformation des Netzes der Ubiquität zu erleichtern. Ich hatte keine Wahl, also griff ich zu diesem alten Buch und fand eine neue Technik für sie. Reisender, wenn du Interesse hast, geh rüber zu Waka Murasaki, vielleicht hat sie das Netz inzwischen umgebaut. Okay, und wo ist sie jetzt? Okay, Waka Murasaki ist irgendwo hier unten. Also gut, bringen wir, sagt das Ganze jetzt mal schnell hinter uns, damit wir den Legendenauftrag auch erledigen können. So, es ist fast abgeschlossen. Bist du Waka Murasaki? Das bin ich. Gibt es da was Bestimmtes? In Bezug auf das Netz der Ubiquität. Was? Ich erinnere mich. Du musst der Reisende sein, richtig? Sango hat dich erwähnt. Die Art und Weise, wie du mit dem Netz der Ubiquität umgehst, ist wirklich ausgefuchst und inspiriert mich sehr. Ich habe gehört, dass du es umgestaltest. Das ist richtig. Sango hat mir einen ganz neuen Onmyodo-Kunststil verpasst. Ich habe das Netz mit diesem Kunststil erneut umgewandelt und jetzt heißt es Netz der Omni-Ubiquität. Sango zufolge kann diese Kunst die essentielle Form eines Wesens festhalten und dann einen Gegenstand als Medium benutzen, um die Form dieses Wesens wieder anzunehmen. Sie sagte auch, dass diese Onmyodo-Technik, wenn sie bis zum Äußersten weiterentwickelt würde, sogar die essentielle Form eines Menschen festhalten könnte. Diese Form, sobald sie eingefangen wurde, kann Fragen beantworten und wird niemals lügen. Diese Art von Magie kann als das stärkste Werkzeug für einen Detektiv wie Sango angesehen werden. Ich schätze, deshalb war sie bereit, mir diese Technik zu geben, um mich das Netz transformieren zu lassen. Ja, sag sowas nicht. Weil du ein Freund von Sango bist, erzähle ich dir das alles. So stark ist das? Noch nicht. Egal, wie ich es umgestalte, das Netz kann im Moment nur die essentielle Form von kleinen Tieren halten und ist für Menschen völlig nutzlos. Reisender, probier du auch dieses Netz aus. Vielleicht wird mir die Art und Weise, wie du es benutzt, etwas Inspiration geben. Hier, dieses Netz ist für dich. Der Name dieses Netzes ist Netz der Omni-Ubiquität. Blablabla. Versuch doch mal mit diesem Netz ein paar kleine Tiere zu fangen. Okay, das Netz müssen wir dann erstmal wieder ausrüsten. Das Netz, das Netz, das Netz. Also, ein paar kleine Tiere sollen wir damit jetzt fangen. Okay, ich wähle dich. Fuchs. Tja, gut. Wie funktioniert das Netz für dich? Es ging nach einmaligem Gebrauch kaputt. Nun, das lässt sich nicht ändern. Wie ich schon sagte, kann diese Technik die essentielle Form eines kleinen Tieres festhalten. Aber wenn man die essentielle Form erhalten oder wieder die Form eines kleinen Tieres annehmen will, braucht man eine andere Methode. Ich habe diese Kunst in das Netz der Omni-Ubiquität integriert und das Medium für die Bewahrung der essentiellen Form sowie die Manifestation der Form ist das Netz selbst. Wie kompliziert. Einfach ausgedrückt, ein Netz kann nur einmal verwendet werden. Das ist ein Problem, das ich bisher noch nicht gelöst habe. Und es wäre zu teuer, wenn die Medien nicht wieder verwendet werden könnten. Ich werde weiter an diesem Netz arbeiten und versuchen, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Wenn du noch ein Netz der
raus. Komm einfach zu mir. Obwohl diese Netze derzeit nur einige kleine Tiere fangen können, ist ihr Herstellungsprozess wirklich schwierig. Wenn du also das nächste Mal sowas haben willst, musst du mir dann eine kleine Gebühr für die Herstellung bezahlen. Hey, entspann dich, du bist ein Freund von Sango. Ich werde dir einen guten Preis machen. Gut, ist dieser Auftrag jetzt erledigt? Nein, noch nicht komplett. Nein, diese Mission ist leider noch nicht komplett erledigt. Wir müssen jetzt erstmal wieder erneut mit Sango sprechen. Shine down. Now you shall perish. Aber sobald das jetzt erstmal hier erledigt ist, können wir jetzt auch mit der Hauptmission weitermachen. Hast du Waka Murasaki besucht? In Bezug auf das Netz. Das Netz? Das ist ein guter Name, aber kann diese Technik wirklich die essentielle Gestalt eines Menschen festhalten? Nun, auf keinen Fall. Diese Onmyodo-Technik ist nur aufgezeichnet, die genaue Art und Weise, wie sie ausgeführt wird, ist vor langer Zeit verloren gegangen. Die Technik, die ich Waka Murasaki gegeben habe, kann nur die essentielle Form eines kleinen Tieres hervorbringen. Warum hast du es dann Waka Murasaki gesagt? Ach, ich möchte nur, dass Waka Murasaki mir hilft, eine Botschaft zu verbreiten. Die Detektei Bantan Sango hat jemanden veranlasst, ein Netz zu entwickeln, das die Menschen dazu bringt, die Wahrheit zu sagen und das Kamuna Onmyodo als Kernstück verwendet. Das lange verschollene Kamuna Onmyodo, die Detektei Bantan Sango und das Netz, das die göttliche Form der Kleintiere enthält. Die Kombination dieser Elemente reicht aus, um eine Straßenlegende zu schaffen, die fantastisch klingt und sich echt anfühlt. Obwohl diese Straßenlegende nur eine kurze Geschichte für den einfachen Mann ist, ist sie viel mehr als eine Geschichte für die Gefangenen, die Geister in ihren Herzen tragen. Ach so. Der andere Grund ist, wer hat Waka Murasaki gesagt, dass sie mich wie immer wieder bedrängen soll, ihr die mächtigste Onmyodo-Technik zu geben? Ich habe gesagt, dass ich so etwas nicht habe, aber sie wollte nicht auf mich hören. Ich hatte wirklich keine andere Wahl, als diese Onmyodo-Technik anzuwenden, um sie wegzulocken. Was, wenn Waka Murasaki das niemand anderem sagt? Nein, sie hat noch nie ein Geheimnis behalten können. Ich kenne sie einfach zu gut. Ich bin froh, dass du diese Reise für mich gemacht hast. Also gebe ich dir das als Belohnung. Ich hoffe, Waka Murasaki kommt nicht zu mir zurück, um eine weitere Onmyodo-Technik zu lernen. Ich bin der Detective, kein Onmyodo-Meister. Gut, diese Mission abgeschlossen und jetzt erstmal weiter. Also gut, weiter im Text. Was, welche Figuren jetzt noch? Internationales Reisetagebuch? Wo ist das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Wie viele komische Missionen habe ich denn jetzt hier noch zu erledigen? Für einen einzelnen Legendenauftrag. Da habe ich ja jetzt ja schon viel zu viel Zeit, er sagt. Verschwendet hierfür. Was führt dich heute in die Teestube Komore? Wegen Ramsey oder was auch immer. Dieser Händler, ja, er war tatsächlich in der Teestube, aber er scheint in letzter Zeit etwas nervös zu sein. Bin mir nicht sicher, was ihm passiert ist. Wenn du ihn suchst, geh einfach hinein und du wirst ihn sehen. Worum geht's eigentlich jetzt bei dieser Mission überhaupt? Tja, es geht um ein Reisetagebuch. Aber wie genau wir das Sack jetzt anfertigen müssen und wie genau das Sack jetzt im Zusammenhang später mit unseren Legendenauftrag steht? Gute Frage, nächste Frage. Also gut, wo ist der Typ? Genau hier, Ramsey. Du bist ein Reisender, was willst du von mir? Naja, über den Reisebericht. Ich weiß, er sagt schon längst nicht mehr, was für ein Reisebericht das sein soll. Aber gut. Oh, du meinst den Reisebericht, den ich für das kleine Kind Midori geschrieben habe? Ich hatte in der Zeit wirklich keine Zeit zum Schreiben, also muss das Kind wohl warten. Sind diese Reiseberichte echt? Ja, was denkst du darüber? Naja, klingt nicht sehr glaubwürdig.
Ja, nicht schlecht für jemanden, der ein bisschen herumgereist ist. Ja, allen Ernstes, keiner dieser Reiseberichte ist wahr. Einige der Schauplätze und Figuren sind tatsächlich der Realität entnommen, aber das meiste ist meiner persönlichen Vorstellungskraft entsprungen. Natürlich sind einige der Inhalte nicht völlig imaginär. In einem der Reiseberichte, die ich schreibe, macht zum Beispiel ein Typ einen Superballon. Dann sammelte er ein paar Gefährten und wollte mit einem Ballon Tevat in 80 Tagen umrunden. Außerdem benötigt man für den Betrieb dieses Ballons überhaupt kein göttliches Auge, sondern nur gutes technisches Wissen. Die Gruppe reist mit einem Ballon um die Welt und begegnet unterwegs unzähligen seltsamen Dingen und Phänomenen. In 80 Tagen um die Welt. Das war das, was ich Midori schreiben wollte, aber aus irgendeinem Grund hatte ich bis jetzt keine Chance, auch nur einen kleinen Absatz zu beenden. Was ist der Grund dafür? Hast du den Typen im Flur gesehen? Sein Name ist Heihachi. Ich weiß nicht seit wann, aber der Typ hat mich die ganze Zeit angestarrt. Ich wollte losziehen und Material für diesen Reisebericht sammeln, aber dieser Typ ist mir jedes Mal gefolgt, ohne zu wissen, was er vorhatte. Weil ich Angst hatte, dass dieser Kerl mir etwas Schlimmes antun würde, traute ich mich nicht hinaus, um einen Ausflug zu machen. Also legte ich diesen Reisebericht auf Eis. Aber zum Glück bist du jetzt hier, Reisender. Begleitest du mich auf einen Ausflug? Ich denke, dass der Typ sich nicht trauen würde, mir etwas anzutun, wenn du bei mir bist. Tja, ich werde das übernehmen. Danke sehr. Und wie das Sprichwort sagt, man muss vor anderen auf der Hut sein. Mit so einer Person, die mir nachstellt, muss ich mehr oder weniger auf der Hut sein. Was auch immer er im Sinn hat. Ich zähle also auf dich, Reisender, dass du mich begleitest, während ich meinen Auftrag mache. Ich habe eigentlich schon ein paar Ausflugsorte im Sinn, also gehen wir einfach direkt hin. Der erste Ort ist ein nahegelegener Strand. Lass uns jetzt loslegen. Tja, lass uns jetzt loslegen. Was muss man jetzt, er sagt, nicht alles machen? Für einen Legendenauftrag. Naja, aber dass man selbst ist ja auch ein bisschen schuld. Die Weltaufträge hier hat man im Großen und Ganzen ziemlich vernachlässigt. Ein Part, wo man sich mal nur um Weltaufträge gekümmert hat. Na, der legte sich auch schon einige 100 Episoden zurück. Und dass man natürlich irgendwann auch mal, ja, auf bestimmte Aktionen und Bedingungen, Questbedingungen kommt, in der erstmal ein paar andere Weltaufträge erledigt sein müssen. Tja, damit hätte man mal wieder rechnen können. Das Wasser an diesem Strand ist außerordentlich klar und der feine Sand hat eine weiße Farbe, völlig anders als das offene Meer. Segeln von hier aus oder abheben sollte ziemlich aufregend sein. Das ist eine tolle Aussicht, die muss ich dokumentieren. Reisender, bitte warte einen Moment, während ich für den Reisebericht nachdenken muss. Ihr könnt rumlaufen und den Strand genießen. Aber bitte nicht zu weit weg von mir gehen, der Typ Heihachi ist mir weiter gefolgt, er ist ganz in der Nähe. Oh, ja. Mal sehen. Mach am Strand einen Spaziergang. Okay. Hey, warum stehst du vor mir? Bist du auf der Suche nach einem Kampf? Warum verfolgst du uns? Verfolgen, wovon sprichst du? Ich spaziere hier. Gehört dir dieser Strand? Was glaubst du, wer du bist? Tja, der Typ ist schon ein bisschen eigenartig. Ist das vielleicht auch ein Privatermittler? Schön, die Aussicht hier ist wirklich schön. Und dann ist es mal sehen, es gibt eine Flussbucht am Rande der Nordseite der Stadt, die einen netten kleinen Wasserfall hat. Also gehen wir einfach dorthin. Okay, einen netten kleinen Wasserfall. Tja, so machen wir denn jetzt wirklich noch einen klitzekleinen Reisebericht. Tja, so geht der ganze Auftrag noch knapp 20 Minuten mehr. Oder vielleicht sogar noch ein weiteres bisschen. Tja, wer weiß. Besiege die Monster? Was hat mit den Monstern hier auf sich? Die sind oben? Okay. This is order.
Wenn ich bitten darf, einmal schnell weg mit euch. Oh, und sorry, da drüben wartet ja auch noch ein Monster von uns, darauf besiegt zu werden. Also wirklich erstmal nicht zu Potte kommen und dann erst hier nun wirklich total in der falschen Richtung stehen. Und gehen. Okay, jetzt nochmal. Sprich mit Ramsey. Und wo ist der Knabe jetzt? Gleich da oben, gut. Ich habe nicht erwartet, dass es hier Aktivitäten von Monstern gibt. Obwohl die Landschaft nicht schlecht ist, ist es ein bisschen gefährlich. Die Begegnung könnte aber auch als kleine Überbrückung in meinen Reisebericht einfließen. Aber lass uns hier verschwinden und einen sicheren Ort suchen. Der Typ verfolgt uns immer noch. Was für eine Ausdauer. Okay, jetzt erstmal zu einem sicheren Ort gehen. Der letzte Ausdruck aus der Spitze des Hügels dort drüben. Dort hast du eine tolle Aussicht und solltest die umliegende Landschaft genießen können. Na, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay, vielleicht machen wir das Ganze jetzt wirklich ein bisschen zu kompliziert. Wir hätten jetzt vielleicht auch erlaufen können. Tja, wir hätten in der Tat jetzt auch ein bisschen laufen können. Aber hey, dann haben wir jetzt wenigstens noch mal kurz die Zeit, uns ein paar, naja, Sakura-Blüten einzuverleiben. There is no escape. Ist ja auch nicht so schlecht. Die brauchen wir noch für das weitere Aufleveln von Ayato. Illusion shattered. There is no escape. Und dann aber jetzt erstmal weiter im Text. Wir wollen ja auch noch irgendwann mal damit fertig werden. Also ernsthaft, dieser Ramsey ist nun wirklich ziemlich flink. Aber gut, hiermit müssen wir jetzt so langsam durch sein. Vom Gipfel des Berges aus kann man ganz viel von Narukami sehen. Der Wind auf dem Berggipfel ist ziemlich stark und die Höhe ist perfekt zum Abheben. Hier gibt es keine Hindernisse. Und es ist weit genug von Inazuma entfernt, dass ein Duschen es steuern würde. Oder andere Leute. Ein toller Ort. Auf jeden Fall sollte es toll sein, hier abzuheben. Und es muss sehr schön sein, darüber in einem Reisebericht zu schreiben. Dieser Typ erfolgt uns wirklich immer noch. Es nimmt kein Ende. Okay, ich werde ihn loswerden. Vergiss es, kein Grund, sich mit ihm abzugeben. Mit dir in der Nähe wird er es nicht wagen, etwas Unüberlegtes zu tun. Und der Umgang mit dieser Art von Person, wenn du die Initiative ergreifst, wird er dich nur noch mehr belästigen. Wie auch immer, genug von diesem Ausflug. Lass uns zurück zur Teestube Komore gehen. Ja, zurück zur Teestube und dann erstmal weiter mit dem Legendenauftrag. Es sei denn natürlich, wir haben jetzt irgendwas in Bezug auf die Person, die ihr sagt, für den Legendenauftrag gebraucht werden, was übersehen. Es könnte ja immer sein, dass man irgendetwas jetzt übersehen hat.
Okay, ich hoffe, er sagt wirklich, dass das jetzt der einzige Weltauftrag noch war, den wir beenden mussten. Denn jetzt haben wir für den ganzen Kram ja sowieso schon 20 Minuten gebraucht. Tja, ein nettes kleines Zwischengeplänkel. Kann man dazu sagen. Oh, und jetzt ist also auch diese Heihachi hier. Ich habe bereits die Hauptpunkte des Reiseberichts im Kopf, aber es wird 1 oder 2 Tage dauern, bis ich sie in ein volles Kapitel schreiben kann. Okay, dass er sagt jetzt... Also, das sagt er zwar, aber weiß, ob er andere Absichten hat. Wovon sprichst du? Ich sage, dieser Typ schreibt diese Reiseberichte für einen anderen Zweck. Wer nichts Besseres zu tun hat, als über all diesen Unsinn nachzudenken und Teyvat in deinem Heißluftballon zu umrunden und dabei kein göttliches Auge zu benutzen. Und dieser Kerl muss irgendwas im Schilde führen. Nur, dass man es noch nicht sieht. Tja. Der Typ macht sich, er sagt, bloß Sorgen. Und findet Ramsay nun wirklich ziemlich suspekt. Na, wie dem auch sei. Können wir dann wenigstens gleich endlich mit dem weitermachen, was wir eigentlich machen wollten? So, wo ist denn jetzt Midori? In einer Textur, die jetzt noch nicht am Laden war. Oder am Laden ist. Na gut, dann trinken wir erstmal selbst mal kurz was. Und dann geht's gleich weiter. Gut, jetzt geht es weiter. Reisen, habt ihr den Reisebericht schon bekommen? Ja, das ist für dich von Herrn Ramsay. In 80 Tagen um Teyvat. Toll, danke dir. Lass mich mal sehen. Oh, wie kommt es, dass es so dünn ist? Die vorherigen Reiseberichte waren sehr dick. Er ist noch nicht fertig mit dem Schreiben. Ist das so? Ich warte darauf, dass Onkel Ramsay es zu Ende schreibt. Und wenn er es tut, werde ich alles lesen. Und ich werde eine weitere Geschichte haben, die ich Koichi erzählen kann. Danke, dies ist für dich. Bitte nimm es. Yay! Mission abgeschlossen. Yay! Auch die Wahrheit ist eine Lüge. Der Legendenauftrag geht weiter. Müssen wir denn jetzt als nächstes zu Bantang Sango hin? Ja, das muss ja irgendwie so sein. Na, hoffentlich geht das jetzt schnell. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Und dafür mussten wir jetzt, er sagt, unbedingt einen Weltauftrag machen? Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Hä? Was soll das denn jetzt werden? The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious.
The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. He ran off! As expected. Let's follow him. Moment, wieso sind wir, sag jetzt, zu weit entfernt? Wir waren doch gerade dabei zu laufen. Sag mir jetzt nicht, ich muss das Ganze wieder von vorne machen. Wow! It's like the whole Tenryo Commission is here. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryo Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Okay, alles verläuft nach Plan. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryo Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again! Tja, er kennt die Schwere des Vorfalls. That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize? Just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. Bist du dir so sicher? This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Tja, lass uns das hier bis zum Ende verfolgen und hoffen, dass die beiden Weltaufträge jetzt nicht unnötig waren. Aber ernsthaft, was hat der Ersak jetzt der Auftrag von Sango und der sagt der Reisebericht jetzt mit diesem Legendenauftrag zu tun? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Also, irgendeinen Zusammenhang gibt es da sicherlich noch. Aber der Wind lässt nach, wartet 2 Tage. Aber trotzdem, irgendwie hat das beide überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, ich finde eigentlich wirklich, dass beides überhaupt keinen Zusammenhang hatte in Bezug auf diesen Legendenauftrag. Weder Sango noch Ramsay kam jetzt in diesen Abschnitt vor. Und wurden jetzt überhaupt nicht mal gebraucht. Guess we can rest a bit. Also die Logik darin habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Also gut, jetzt müssen wir erstmal nach Rito gehen und mal sehen, was sich der Sack jetzt hier getan hat. Das wäre damit jetzt auch der letzte Abschnitt für diesen Legendenauftrag. Der letzte Abschnitt des Legendenauftrags. Tja, jetzt erstmal mit ein paar Leuten unterhalten. Unterhaltung Nummer 1, bitte.
Sasano. These people from the Tenryou Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point? Tja, die Saat wurde ausgesät und die Saat, hat er sagt, jetzt angefangen zu einer Blume zu reifen. Zu einer Blume der Spekulation. Hello. How may I help? Oh, wie kommt es, dass so viele von der Tenryou-Verwaltung anwesend sind? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. Tja, alle haben Angst. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. Tja, es könnte, sag jetzt wirklich alles nach Plan bisher verlaufen. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Oh, let's go and see. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... Moment mal, jemand könnte uns belauschen. Nachdem du dich vergewissert hast, dass niemand mithört, erzählst du die After the Tenryou Geschichte. Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. Hast du es dir überlegt? I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? Tja, je wichtiger eine Sache ist, desto weniger impulsiv sollte es sein. I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve.
Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. You? Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us, and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it. Was anfangs noch anständig war, ist völlig verschwunden. Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Hörst du nicht mehr auf das Fräulein? Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. His arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. So ist es also, wenn man das Wort hat. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. Einige Zeit später kam der Mann zurück. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Kanjo Commission another chance. Kamisato Ayato entscheidet das. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryo Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. Na gut, dann sag jetzt zurück zum Kamisato-Anwesen. Dann haben wir das Ende, sag gleich wirklich mal vor Augen. Und sag, naja, meine erste Vermutung, dass wir eigentlich mal wieder in einen Dungeon rein müssen, weil es ja bisher fast immer so war im Legendenauftrag. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. Scheint der Sack jetzt nicht eingetreten zu sein. Ist mal was Erfrischendes. Stattdessen hatten wir jetzt 2 Weltaufträge gehabt, die eigentlich jetzt nichts hiermit zu tun hatten. Ich habe auf jeden Fall nichts im Zusammenhang darin erkannt. Beim besten Willen. Das eine hat er sagt wirklich nichts mit dem anderen zu tun. Und die beiden Personen kamen er sagt in diesem Legendenauftrag noch nicht mal vor. Also was hat sich das Spiel dabei jetzt bloß gedacht? Oder die Entwickler? Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ich weiß es nicht.
Weder Sango noch dieser Ramsay kamen jetzt Yashiro zuvor. Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryo Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Kanjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Ah, yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. The work took a toll on his health and ultimately led to his untimely demise. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but
but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now, it is time for me to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji, and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. Ja, ist dann ja alles gut gelaufen, würde ich mal sagen. She really has the air of a leader now. Tja, sie sind sehr passend. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Du willst nicht nur Shisato helfen. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Gegenseitige Beschränkung. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now.
I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding! Wait a second! You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then, guess we'll have to wait and see. Ja, bis zum nächsten Mal. All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Okay, ich denke mal, damit haben wir jetzt den Legendenauftrag erledigt. Und können zum Hauptevent endlich übergehen. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord? The Traveler had one of those as well. I'm sure he's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Na gut, Mission abgeschlossen. Zeit, weiterzumachen mit dem Hauptevent. Mal sehen, was für eine Geschichte uns da jetzt zu Augen kommt. Oder auch zu Ohren.